So, willkommen zurück an diesem wunderschönen Abfalleimer, der hier überquillt. Es ist Sonntag und es ist Ende März. Das heißt, heute Nacht werden die Uhren umgestellt. Es geht eine Stunde voraus. Wir haben eine Stunde weniger Schlaf höchstwahrscheinlich. Dafür haben wir es abends eine Stunde länger. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was besser ist. Ersteres lässt sich leichter kompensieren. Und heute machen wir eine neue Radroute, Nummer 11. 15 haben wir insgesamt hier, beschilderte Radrouten in Nürnberg. Und da geht es jetzt gleich mal hier links irgendwo rein. Und zwar sind wir hier in Schweinau. Vorne ist schon wieder die Polizei. Hier soll es auch anders sein. Jetzt müssen wir hier anscheinend mal links rein in die, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wir gucken gleich mal. Es geht heute mal ganz woanders los, hier in Schweinau. Und zwar quer durch die Stadt von West nach Ost. Ist eine Route, die ich selber oft verwende, um auf die andere Seite der Stadt zu kommen. Wir mogeln uns einfach mal hier durch. Bevor ich jetzt hier weiterrede, muss ich jetzt erstmal hier gefahrlos abbiegen. In die Holzwiesenstraße heißt es, jawohl. Gut, ich fahre aber weiter oben in diese Straße hier. Das ist das hintere Marktstraße. Aber da sind wir jetzt ganz am Anfang. Fahren wir sie halt von ganz hinten an. Hier geht's los in die Radroute Nummer 11. Wie gesagt, fahre ich selber oft, wenn ich Richtung Osten möchte. Diebersdorf, Leinburg oder Beringersdorf, Rückersdorf, die Ecke. Ist meines Erachtens sogar eine ganz gute Route, um die Stadt einmal horizontal zu queren. Ich glaube, das ist mittlerweile die beste Route, die ich bis jetzt hier abgefahren habe. Weil die wird auch von anderen Radfahrern, die ich so kenne, genutzt. Ist eine gängige Route und die können wir jetzt heute mal abfahren und vorstellen. Hier ist so ein Italiener, oder war mal, gibt es den auch nicht mehr. Da war doch so ein italienisches Restaurant drin. Hat er schon aufgegeben, auch alles zu teuer geworden. Ja, die Wirtschaft boomt in Deutschland. Ne? Und ja, es geht größtenteils über die Humboldtstraße in der Südstadt. Das ist eine Fahrradstraße. Oh, der stinkt nach Diesel. Das ist eine Fahrradstraße, die sich einmal komplett durch die Südstadt zieht. Kann man eigentlich ganz gut fahren, sofern die Autofahrer auch sich daran halten. So, hier müssen wir auf den Radweg, weil wir sind ja ein gesetzestreuer Radfahrer, der sich meistens an die Regeln hält. Und heute an so einem vielbefahrenen Sonntag machen wir das erst recht. Fahren hier über den Radweg, einmal unter die Unterführung. Und dann kommen wir jetzt hier vorne an der Energie raus. Das ist das hier, Sandroldstraße, jawohl. Hier vorne links ist die Energie. Ah, hier hat sich einer fährt. Nee, er fährt schon weg. Er sieht den Frank-Betterleur kommen und schon haut er ab. Weil er genau weiß, da gibt es gleich Rüge. Wie schaut die Kamera aus? Winkel passt. Ich habe heute wieder den Magneten. Der hat eigentlich doch ganz gut funktioniert im letzten Video. Habe ich mir gedacht, nehme ich wieder. Brauche ich den blöden Gott nicht rumhängen. Allerdings funktioniert es meines Erachtens, oder ich müsste es mal ausprobieren, nur mit so einem festen Wintertrikot. Wenn du jetzt so ein dünnes Sommertrikot anhast, da weiß ich nicht, ob das dann so gut hält und nicht vielleicht doch zu viel wackelt. Müsste man mal ausprobieren. Ja, ein sonniger Tag, allerdings kühle Temperaturen. Wir haben irgendwie so um die 6, 7 Grad. Es war schon kälter heute Morgen. Heute früh, wie ich aufgewacht bin, waren es 2 Grad. Da dachte ich mir, mein lieber Scholli,
Wo sind wir hier? Auf welchem Planeten? Oh, da war rot. Das war jetzt kein gutes Vorbild für den Kleinen, aber ich habe es zu spät gesehen. Ja, das ist das, wenn man filmt, redet, fährt. Das lenkt alles zu sehr ab. Da übersieht man mal leicht was. Drum, don't speak with the driver. Ja, ich habe heute Morgen geguckt, die Temperatur in meinem nächsten Urlaubsdomizil. Da waren es zur selben Zeit heute Morgen 14 Grad, als es bei uns 2 Grad war. Also immenser Unterschied und Sonnenschein. So, hier sind wir schon in der Südstadt. Wir sind jetzt da vorne einmal über die Stadtautobahn, der Frankenschnellweg. Hier hat man so einen schönen Wartebereich vor der Ampel für die Fahrräder. Und das ist dann hier die Humboldtstraße geradeaus. Wir kreuzen jetzt hier die Gebitzener Hofstraße. Da sind wir ja auch schon mal lang, als wir vorne von der Siemensbrücke kamen und dann Richtung Alten Kanal gefahren sind. Mit diesem extra breiten Radstreifen, der leider Gottes nicht so oft genutzt wird. Mal gucken, ob der überlebt und bleibt. Hier soll ja einiges umgebaut werden in der Südstadt. Zumindest waren das so großmundige Ankündigungen. Aber teilweise ist es wohl schon in Betrieb. Guck, er fährt auch. Ja, war das sogar, aber ich habe ja Vorfahrt. Also so Ankündigungen, dass ja da alles ein bisschen fußgänger- und fahrradfreundlicher gestaltet werden soll. Irgendwo in der Allersberger ist eine große Baustelle. Dann wohl teilweise auch Haltestellen umgebaut für Straßenbahnen, um den Zugang zu erleichtern. Und naja, wir werden sehen. So, hier sind wir in dieser Fahrradstraße, die geht also wie gesagt komplett durch die Südstadt. Vorne Siemens. Passt der Winkel, nicht dass der zu hoch ist. Ja, die Nase läuft auch wieder bei den Temperaturen. Ziemlich windig. Das hört sich in den Ohren immer sehr, sehr laut an, aber ich habe hier mein externes Mikro. Das werde ich jetzt auch gleich noch mal checken, ob es läuft. Warte. Mal den Handschuh ausziehen. Ja, sieht gut aus, das ist blaues Licht. Blaues Licht ist immer gut. Ja, hier Siemens. Arbeitet heute niemand. Hier haben wir schöne Pfosten, da kann schon mal kein Auto durch. Heute am Sonntag ist eh nicht viel los. Kann man schön durchfahren. Ja, die Route geht dann Richtung Mögeldorf da raus. Lauf am Holz, Mögeldorf, fast schon Schweig. Also wenn man dann nach Schweig möchte, um nach Diebersdorf-Leimenburg zu fahren und hier auf der Seite der Stadt wohnt, ist es hier optimal, darüber zu kommen. Das ist ungefähr, ich glaube, so 11 Kilometer. Also wird wieder 3/4 Stunde, 15 Minuten dauern. Hier ist auch so ein Fahrradzähler. Wie viel haben wir denn heute? Nicht mal 200, 196 und 67.186 dieses Jahr. 8 Grad, sagt er. 29.3. So. Komm, sonst falle ich um. War das noch was heute? Doch ausklinken. Ja gut, er fällt da lang, aber es ist nicht erlaubt. Hier ist der Pfeil nur in die andere Richtung. Und er biegt links ab. Trotzdem nicht erlaubt. So, wir nehmen die Verfolgung auf. Hier schöner breiter Fahrradstreifen. Einmal drüber. Hier ist auch noch so ein sehr beliebtes Café. Kaffeezeit. Da sitzen da auch immer gerne drin. Da ist mal noch ein anderes Café, nicht diese Ketten, die man überall sieht. Das ist halt noch so ein individuelles Café.
War ich allerdings auch noch nie drin. Vielleicht gibt es da einsame, verzweifelte Hausfrauen, wenn man auf der Suche ist. Und hier ist irgendwo ist Colombo, genau. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, das Colombo Sri Lanka Restaurant. Haben auch gute Sachen, auch viele Veganes, aber sehr klein. Kleines Restaurant. So, jetzt sind wir am Humboldtplatz, glaube ich, oder wie das heißt. Spielplatz. Genau, Humboldtplatz. Hier geht es weiter, immer geradeaus. Wie heißt diese Kirche denn eigentlich? Wie heißt die? Katholische Pfarrgemeinde Herz Jesu. So heißt doch die Kirche nicht, oder? Wie heißt die denn? Schreibt es mir in die Kommentare. Wer weiß es. So, was haben wir hier? Ah ja, neue Baustelle, Sackgasse, Anlieger frei. Jawohl, ich bin Anleger. Mit dem Fahrrad sowieso, ich komme überall durch. Ah ja, da sind wir jetzt dann schon in der Allersberger Straße, die müssen wir jetzt kreuzen. Ach, das ist dann schon die Baustelle, wo ich eben erwähnte, wo sie umbauen. Hier Straßenbahn und alles. Danke. Ja, da fährt auch gar keine Straßenbahn. Alles hier heftig im Bau. So, der Part hier ist jetzt nicht so toll. Ein bisschen Kopfsteinpflaster, so eine Art Fußgängerzone kann man nicht sagen, aber Bereich. Ich versuche immer hier auf den roten Pflasterstein zu fahren, die sind nicht ganz so rüttelig. Dann hier einmal quer rüber. Aber es ist dennoch eins der flüssigeren Übergänge von West nach Ost oder umgekehrt. Lässt sich einigermaßen gut fahren. Man muss ja auch mal was Positives berichten. Ja. Allerdings halt der Bereich hier mit den ganzen Bordsteinkanten ist halt auch nicht so tolle. Aber gut, ist nur ein kurzes Stück. Und dann sind wir eigentlich schon fast quer durch die Südstadt. Jetzt müssen wir hier rechts und wieder links. Wilhelm-Späth-Straße. Welche hier links weitergeht. Hier ums Eck ist der Vegöner, der Südstadt-Vegöner. Normalerweise fahre ich immer hier die Wilhelm-Späth lang, aber er will hier rein in die Herbertstraße. Die fahre ich normalerweise nicht. Aber dafür kommt man weiter oben raus, dann vorne. Ist hier rechts vor links, ja. Das ist, glaube ich, in der Wilhelm-Späth. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da auch rechts vor links ist, weil das ist ja Fahrradstraße, auch die Wilhelm-Späth. Warum nimmt man die nicht, wenn es schon eine Fahrradstraße ist? Das sind vielleicht 30 Meter mehr, die man fährt, aber hier parallel durch die Fahrradstraße. Dann kommt man halt von rechts wieder auf die Herbertstraße. Ist ja jetzt kein Akt. So. Oder hier müssten wir dann durchfahren. Aha, hier, das ist eine Fahrradstraße, das kenne ich nicht. Aber ist ja bloß ein kurzes Stück. Das kann man sich ja auch schenken hier. Das ist ja eh eine Sackgasse. Da machen sie eine Fahrradstraße draus, wo eh kein Aas fährt. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier geht der Radweg lang. Ja, hier an der Regensburger. Wir fahren jetzt diesmal linksseitig. Ich bin ja letztes Mal gerügt worden, dass ich mich nicht auskenne. Ich kenne mich schon aus, aber ich bin nur den Track gefolgt. Ich fahre hier normalerweise natürlich auch auf der linken Seite, wo der Radweg ist. Aber in dem anderen Fall
habe ich jetzt so getan, als wäre ich ein Auswärtiger und folge dem Track. Und der hat mich natürlich auf die rechte Seite gelotst, was nicht gut war. So, wir fahren bloß ein kurzes Stück hier und dann links in die Schlossstraße beim Straßenbahnmuseum. Und dann geht es zum Zeltner Schloss, was auch sehr schön ist. Gucken wir mal, ob das Eis auf dem Wasser verschwunden ist. Letztes Mal, als ich da war, waren noch die Eisschollen und Platten auf dem See. Auf dem Burggrabenwasser, nennen wir es mal so. Hier ist die türkische, was ist das, Konsulat ist das. Samt Anwälte, wenn man gleich ein Problem hat. Hier, türkisches Konsulat, steht auch unter der Woche immer das Polizeiauto vor der Tür. Warum ist das so? So, und hier ist links das Straßenbahnmuseum. Und wir fahren hier erstmal über die Gleise, ohne dass es uns auf die Schnauze haut, Richtung Zeltner Schloss. Das ist die Schlossstraße hier. Also so fahre ich jetzt normalerweise nicht. Ich fahre, wie fahre ich denn? Ich glaube, ich bin immer vorher schon abgebogen und bin dann zum Wörthersee. Genau. Weil ich meistens an der B14 auf der anderen Pegnitz-Seite rausfahre. Aber wenn ich jetzt hier nach Rehhof, Lauf am Holz, Mögeldorf fahre, wie fahre ich denn da immer? Jedenfalls nicht so. Irgendwie anders. Ich glaube immer durchs Zentrum sogar. Ja, ich fahre immer durchs Zentrum über den Hauptmarkt. Genau, über den Hauptmarkt, am Wörthersee, rechts hoch bei dem Mercedes-Händler. Ja, aber dann komme ich auch zum Zeltner Schloss. Also ich komme dann hier von links meistens. Aber gut, das kann man hier auch mal fahren. Auch nicht so verkehrt. So, Schlossstraße, da steht das Zeltner Schloss, welches sich gleich nach der Unterführung befindet. Machen wir eine kleine Schlossbesichtigung noch. Ich habe mal Angst, dass der Winkel nicht passt, dass er zu sehr in den Himmel filmt. Das ist auch eine Fahrradstraße, sehe ich gerade. Hier ist das Zeltner Schloss, sogar offen. Guck an. So, irgendwie hat sich die Kamera jetzt ausgeschaltet. Ich dachte, der Akku wäre leer, aber als ich losfuhr, hatte der 100% angezeigt. Ich hatte jetzt keinen zweiten dabei. Ich weiß nicht, was da los war. Nach 17 Minuten, was sind sie? So, hier, die Enten tummeln sich im Wasser, freuen sich. Vorne ist das Zeltner Schloss. Wir können ja mal kurz ein Stück vorfahren. Wenn wir schon mal da sind. Ich war da noch nie in dem Hof drin. Ich weiß gar nicht. Da war immer zu, wenn ich hierher kam. Keine Ahnung, wann die regulär mal öffnen. Dann wahrscheinlich gleich verscheucht werden, wenn ich hier mit dem Rad komme. Ah ja. Interessante. Hier ist der Kulturladen. Lastenräder stehen vor der Tür. Aha, okay. Machen wir hier auch mal. Ja, wir müssen jetzt da drüben weiter. Das ist der reguläre Weg, aber hat man das auch mal gesehen hier? Zeltner Schloss von innen, zumindest der Burghof. So, mal rechts rum. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich schöner Weg hier. Hier nochmal ein schöner Blick. Rüber zum Schloss. Hier ist eine Bank sogar. Wie kommt man denn da hin? 2 Bänke, 3, 4, 5. Gottes Willen. Links die Schrebergärten. Ja, da muss man ja irgendwie hier am Ufer entlang laufen. Geht es überhaupt? Keine Ahnung.
Mache ich vielleicht mal, wenn ich 80 bin. Dann checke ich das aus und mache ein YouTube-Video drüber. Ja, ich hoffe, das Wetter bleibt stabil. Da sind ein paar dunkle Wolken am Horizont, aber so weit fahren wir heute nicht. Ich habe auch nicht vor, noch irgendeine Tour dran zu hängen. Das kriegen wir schon hin. Sollte alles klappen. Ja, hier ist sehr angenehm zum Fahren. Wir kreuzen jetzt dann den Ring noch. Da beim Geisterhaus, was ich auch schon mal vorgestellt habe, als ich über den Ring fuhr. Und dann geht's ja, durch Lauf am Holz, Mögeldorf. Erst Mögeldorf, dann Lauf am Holz. Nahe dem Hans Höder seinem Anwesen vorbei und am Tiergarten. Und dann, ja, dann kommen wir schon da draußen in Schweig raus, wo auch die Route Nummer 5 geendet hat. Im Prinzip fahren wir in dieselbe Richtung, bloß auf der anderen Seite. Route Nummer 5 ging ja durch einen Wiesengrund. Ihr erinnert euch, das war das Schneechaos, wo ich mir geschoben habe, als ich gefahren bin. Ja, da können wir ja das letzte Stück dann noch abfahren von der Route 5. Das habe ich ja sein lassen, weil das alles so verschneit war. Das können wir uns dann noch angucken, dann haben wir das auch komplettiert. Aber ist kaum der Rede wert. Geht halt ein bisschen über den Schotterweg unter der Autobahn durch nach Malmsbach. So, hier ist der Ring, Passauer Straße. Drüben war das Geisterhaus. Irgendwo da drüben haben sie irgendwie was Neues hingebaut. Und das ist hier dieser Ringradweg, den wir schon in beide Richtungen abgefahren haben. Beides mal ein Video gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es oben. Wenn ich es vergessen habe, ist es nicht dort. Müsst ihr suchen auf dem Kanal. Aber ist noch nicht so lange her. Wann war denn das? Januar, glaube ich. Müsste Januar gewesen sein. So, hier drüber ist der Versicherungsturm, Nürnberger Versicherungen. Und hier wieder Fahrradstraße. Warum ist denn die Kamera vorne ausgegangen? Das irritiert mich jetzt. Die hat sich angekündigt, hat so einen Ton gemacht, dass sie jetzt abschaltet. Und dann ging sie aus. Als wäre Sprachkommando aktiviert. Da muss ich mal gucken, nicht, dass die irgendwas falsch verstanden hat. Und dann hat sie sich befehligt gefühlt und einfach abgeschalten. Ohne meine Erlaubnis. Skandalös. Ja, wirklich schön hier durchs Wohngebiet. Ist wenig los. Kommt man gut durch. Weg vom Verkehr. Wir sind jetzt hier links der Pegnitz dann quasi. Und wenn man nach Beringersdorf fährt und nach Rückersdorf, fährt man die B14 raus und ist dann rechtzeitig der Pegnitz. Achtung, Oma kreuzt, Oma Anna. Da guckt sie, hat sie mich ungläubig angeschaut. Wer ist es? Ein Fahrradfahrer. Habe ich lange nicht gesehen. Ja, hier sind so alte Häuser und Villen aus den 70ern, 80ern.
der Glanz vergangener Tage, der teilweise schon verblasst ist. Kleinen Park hier, Mini-Park. Ja. Und unser bayerischer Ministerpräsident wohnt hier auch in der Ecke. Ich sage aber nicht wo. Aber wir sind nicht weit weg. Aber der ist eh nie zu Hause. So, das ist die Straße zum Biergarten. Nach rechts kreuzen wir. Und weiter geht's, immer der Nase nach. Schön breit hier. Rollt auch gut, guter Asphalt. Kann man es bei windstillen Verhältnissen schön krachen lassen. Ja, heute ist nicht so angenehm kalter Wind. Ja, wann wird es mal endlich wieder Sommer? Gefühlt haben wir 3 Monate gutes Wetter und der Rest des Jahres, ja, den kann man eigentlich vergessen. Ja, in 2 Wochen fliege ich dann. Da habe ich heute schon geguckt, da hat es 14 Grad heute Morgen gehabt, als es bei uns 2 Grad hatte. Also das lässt hoffen, aber ich bin nur eine Woche weg. Der eine oder andere weiß es vielleicht, aber ich habe es, glaube ich, nirgendwo verkündet. Ihr werdet sehen. Ich sage nur so viel, dieses Mal werdet ihr es hoffentlich sehen. Jetzt könnt ihr spekulieren. Ja, und im Mai dann noch einmal mit meinem Kollegen, auch noch mal ein Wöchelchen. Da habe ich meinen Resturlaub vom letzten Jahr verballert. Muss ich ja bis Ende Juni nehmen. Und dass ich jetzt da spekulativ warte bis Ende Juni, ob sich jetzt da die Lage mit dem Iran stabilisiert oder auflöst, das ist mir nicht. Das ist mir zu risky. Ich denke mal, das wird sich bis Ende Juni nicht beruhigen. Sonst hätte man da noch mal versuchen können, nach Thailand zu fliegen, ein Flug zu ergattern, aber da habe ich keine große Hoffnung. Von daher Plan B. Man kann sogar Flüge immer noch buchen bei Emirates über Dubai. Auch Etihad, Katar bieten alle Flüge an. Das ist unfassbar. Teilweise sogar gerade mal für 600 € nach Bangkok. Zwischenstopp Dubai. Ob der Flug halt dann so zustande kommt, da ist ein großes Fragezeichen. Und wenn du Pech hast, dann hockst du in Dubai und kommst du mal weg. Dann kannst du gucken, wie du nach Bangkok kommst und auf dem Rückweg hast du dasselbe Problem dann. Nee, und Direktflüge, ja, die kosten mittlerweile 1700, der billigste, bis 2500. Das übersteigt mein Budget bei weitem. Ja, wird mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, aber naja, es wird sich auch wieder normalisieren, wie alles im Leben. Man erinnere sich zurück an Corona, als man meinte, ja, die Welt steht Kopf und wird sich nie mehr davon erholen. Ja, mittlerweile ist alles wieder ganz normal. Alles kurzzeitige Panik, die genauso schnell verschwindet, wie sie gekommen ist. Es war schon immer so und wird immer so sein. Ja, heute kann man hier mal fahren auf dem Weg. Normal fahre ich immer auf der Straße hier, weil irgendwie, keine Ahnung, ist hier immer was los, irgendwelche Hindernisse.
Vorne steht ein Hund. Der dackelt jetzt ganz gemütlich weg. Sieht man nicht so weit. Naja, gehört zu dem Typen da am Auto links. Golden Retriever, eure Frau. Ist jetzt hinten rein, aber hat sich schwer getan, in den Kofferraum zu steigen. War wahrscheinlich schon ein bisschen älter. So, hier steht's, Lauf am Holz. Weil wir wollen ja der Beschilderung auch folgen. Muss ich mal ein bisschen mehr darauf Obacht geben oder auch aufmerksam drauf machen. Weil ich fahre hier rein nach Track, aber es muss ja auch ausgeschildert sein. So, hier müssen wir nämlich links, da müsste ja auch ein Schild an sein. Jawohl, da ist es auch. Links Lauf und Lauf am Holz. Hier ist immer nass. Wo kommt denn hier immer das Wasser her? Das mal an hier. Kommt irgendwie vom Hang hier, vom Bahndamm runter. So, hier wieder rechts, das ist auch beschildert, sehr gut. Das ist hier Happurger Straße. Hier schaut's, hier schreiben sie Tiergarten Schweinau. Hier nach rechts war jetzt kein Schild, habe ich zumindest keins gesehen. Aber das ist der Weg. Also wäre ich jetzt Auswärtiger, hätte ich schon wieder ein Problem, wo es lang geht. Oh, hier ist ein Buddha. Madame Bui, was ist das denn? War doch ein thailändischer Buddha. So viel Zeit muss sein. Das ist doch ein thailändischer Buddha, kein chinesischer. Krass, was ist das hier? Kurz gucken, interessiert mich jetzt. Madame Bui. Wer seid ihr? Mekong Vietnamese. Ah, aber Vietnamesen haben doch keinen Buddhismus. Die haben doch Kirchen, das ist doch Christentum. Okay. Aber ich glaube, da ist auch vereinzelt Buddhismus. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Auf jeden Fall sind in Hanoi fette Kirchen. Und Tempel habe ich dort eigentlich, also nicht in Hanoi, aber in Vietnam habe ich keine Tempel gesehen. Zumindest sind sie mir nicht aufgefallen, aber meines Erachtens haben die Christentum dort. So. Weiter geht's im Text. Oh, da vorne ist ein Eichhörnchen beim Bagger. Kommt jetzt gleich über die Straße, jawohl. Ist gerade hier über die Straße, nur da rein. Och, Katze! So, nochmal Mikrocheck. Blinkt irgendwas blau. Kamera läuft, ja, blinkt auch. Ja, heute wieder mit den dicken Handschuhen unterwegs, mit Überschuhen. Es ist ein Hin und Her. Manchmal hat es 12, 13 Grad und dann auf einmal wieder bloß noch 5, 6, 7. Jede Woche braucht man eine andere Kleidung. So, wir sind noch richtig. Das ist, glaube ich, hier dieser Lauf am Holzer Fußballverein. Wie auch immer der heißt. SV Lauf am Holz oder was weiß ich. Kenne mich nicht aus hier mit den Fußballvereinen. Post SV gibt es noch, aber das auf der anderen Seite.
Genau, jetzt geht es hier links, rechts und dann kommen wir schon vor zur Autobahn und dann sind wir eigentlich schon am Ziel. Aha, hier ist links Lauf und Schweig ausgeschrieben, jawohl. Hier links und da hier rechts, da ist ein Schild. Lauf und Schweig, hier oben, das Weiße. Da müssen wir rein. Fahren hier noch die Straße vor, links um die Kurve. Dann sind wir an der Lauf- und Holzstraße und an der Autobahn. Und dann können wir uns noch das restliche Stück der Tour Nummer 5 anschauen, die ja damals im Schnee versunken war. Dann haben wir das auch gesehen. So, einmal nach rechts vor links hier. Blödes Eck, man sieht fast nichts hier. Muss man mal langsam herkommen. Warum schleift denn meine Vorderradbremse so? Schau mal hier ist ein bisschen angenehmerer Untergrund. Rechts vor links kommt nie was, außer wenn ich komme. So, und dann, ja, da vorne ist das Ziel. Das ist das Ziel hier in der Lauf- am Holzstraße. Der Weg einmal von West nach Ost durch die Stadt. Hey, das hört sich an wie Schmirgelpapier. So, und hier ist die Autobahn. Da vorne über die Autobahn drüber, rechts kommen wir dann nach Leimburg, nach Diebersdorf und so weiter. Und wir, wenn ihr Lust habt, bleibt ihr noch dran. Hier sogar ein Radweg. Also, naja, zumindest in die Richtung. Aber hier fährt eh keiner aus. Jetzt fahren wir mal als Geisterfahrer ein bisschen. Dann fahren wir mal kurz vor zu der Stelle, wo ich das Video beendet habe von der Radroute 5. Fahren wir mal rechts runter. Dann sehen wir das auch mal ohne Schnee, wie es im Frühling oder im trockenen Zustand aussieht. Also wie ihr seht hier, ist es nicht schön zu fahren, dass dann die Route da, die wir jetzt fuhren, schon viel besser. Erstens einmal ist hier ständig Lärm und Verkehr und der Weg hier, naja, kann man jetzt auch nicht als empfehlenswert betrachten. Das ist jetzt wieder irgend so ein Gehsteig. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein Radweg sein soll oder nicht. So, da vorne nach der Ampel geht es rechts rein. Da war die Stelle. Da sind wir doch schon da vorne. Rot. Und der jetzt hier grün hat, kann ich ja mit rüber huschen. Weil da vorne müssen wir rechts rein. Jawohl. Ich komme mit. Vorne ist die Stelle. Weil das ist sowieso hier kein Radweg auf der linken Seite. Das, keine Ahnung, was das ist. So, da vorne geht es rechts rein vor dem gelben Schild. Ja, ich sehe schon, schneefrei, sehr gut. Hier, Hammer. Hammerstark. Hier sind wir hergekommen. Ihr erinnert euch, das ist Hammer da unten, diese historischen Gebäude. Das andere, was ich da hinten noch gesehen habe, wo ich meine, das ist ein Schloss, das war die Oberburg, glaube ich, hieß das. Auch so ein ehemaliges Schloss. Und hier wäre quasi der Rest der Tour gewesen. Ja, ist noch ein bisschen feucht hier alles, aber geht schon. Ist jetzt auch nicht sehr grobkörnig hier. Fahren wir schon mal mit dem Rennrad drüber. Allerdings muss ich es jetzt dann wieder putzen, was ich ja erst gemacht habe. Aber es ist ja immer so.
wird ja immer dreckig, nachdem man es geputzt hat. Ja, geht schon wesentlich einfacher, ne? Ohne Schnee. Da kann man hier schon mal lang fahren. Da sieht es schon mal gleich ganz anders aus. Wunderbar. Einmal hier den Morast. Wo ist es am trockensten? Ja, wenn hier alles frei ist, dann lässt es hier schon schön fahren mit dem Gravelbike. Kannst du hier schon gemütlich langrollen. Was haben wir denn hier? Hundetrainingsplatz. Ach, schau her. Das ist so lustig. Der ist mir irgendwie auch noch nie aufgefallen. Wusstet ihr, dass hier ein Hundetrainingsplatz ist? Interessant, ey. Jogger, sagen wir mal im englischen Stil. Ich ziehe sowieso immer auf die linke Seite, ich weiß auch nicht, ich bin zu oft in Thailand drüben oder in links Left-Hand-Drive-Ländern. Hier ist auch die Rinne besser. Ja, zieht sich doch noch ein Stückchen hier. Kilometer oder so, bestimmt. Locker. So, hier ist das Schild. Da müsste jetzt Malmsbach stehen und Schweig. Vermute ich mal. Ne, da steht Lauf. Nach Häusl weiter gleich. 9 Kilometer von hier aus nach Lauf. So, hier geht es unter der Autobahn durch. Und auf der anderen Seite geht es ein Stück hoch, Eberschiffen. Ich hab's gesehen, Junge. Sei dir gegönnt. So, hier hoch. Fahren wir hier mal rechts. Und dann sind wir auch am Ende der Tour Nummer 5, was man es auch mal gesehen hat. Hier ist Malmsbach, das war dann der Zielpunkt. Hier ist wieder ein Fahrradschild, hier ist auch eine Karte. Ja. Der Hammerweg, wir sind aus dem Hammerweg gekommen. Schauen wir mal kurz hier ins Zentrum. Das ist auch so eine Wirtschaft. Die Elke war das, oder ist noch. Roter Löwe, gibt Schäufele Sauerbraten. Richtige Hausmannskost für wenig Geld. Ach, das ist der Sebastian. Servus Sebastian. Servus. So. Dann, ja, ich muss jetzt kurz was rausschneiden, weil ich da einen Kollegen drauf, der hier wohnt. Will ich jetzt nicht in der Kamera haben. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich fahre wieder zurück. Ich nehme mal kurz die Kamera noch ab. Verabschieden wir uns. Also, wir sehen uns bei der Radroute 12 wahrscheinlich. Und wie immer, gebt ein Like, abonniert TikTok, Instagram, Strava, Komoot. Und hinterlasst ein Like, wie gesagt, einen Kommentar. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch was spenden. Kaffee mir ausgeben, freue ich mich immer. Muss aber nicht sein. Ihr könnt auch Kanalmitglied werden. Steht euch frei. Wir sehen uns. Haut rein, schönen Sonntag noch. Ciao, ciao.